Ich bin gerade schnell zum Yannick unten in seinem Büro. Und ich sag so, wann musst du zu Hause sein? Wir warten, glaube ich, schon 14 Uhr oder was? 17 Uhr. Ich sag, hast du was vor? Nein. Okay, gut. Kamera einpacken, los. Ich habe nämlich heute Morgen, als ich wieder bei Kleinanzeigen rumgestöbert habe, um 7 Uhr morgens, 20 nach 7, bin ich wach geworden. So Kleinanzeigen, Bankbuchung, E-Mails, so ein bisschen abgecheckt und so. Und ich gebe dann immer standardmäßig 39 M5 und die 46 M3 ein, um zu gucken, ob irgendwo, gerade vor ein paar Stunden, jemand was inseriert hat. Jedenfalls hat da tatsächlich jemand was inseriert in Heinsberg. Das Auto steht aber tatsächlich in Holland und es ist E39 M5, oh Wunder. Das Auto hat folgenden Background, 2001er, ohne Ausstattungsliste geht gar nichts. 7.5.2001, Carbon schwarz und Innenausstattung Heritage Caramel und hat 220 gelaufen. Jedenfalls steht das Auto knapp hinter der holländischen Grenze. Wir sind jetzt auch gerade auf Höhe Mönchengladbach, haben also auch gar nicht mehr lang. Und das Auto hat jemandem gehört, der damit einen Schaden vorne links hatte. Dem ist einer wirklich aufs Rad im Grunde drauf gefahren von der Seite. Es soll aber nichts Wildes gewesen sein. Jedenfalls hat der Kerl dann angefangen, sein Auto auch wieder aufzubauen. Der steht jetzt auch wieder da. Vielleicht können wir sogar die Bilder nochmal zwischendurch mal einblenden. Haube ist schon wieder drauf, Kotflügel sind beide drauf. Der Spiegel fehlt leider, der ist abgebrochen, aber soll dabei sein. 3 Sätze Scheinwerfer sollen dabei sein. Und was auch in dem Zusammenhang ganz lustig ist, wir suchen ja für den blauen, suche ich ja immer noch Türen. Ja. Und er sagt, da sind noch 3 Türen bei. Und eine Heckklappe, die wir ja sowieso auch brauchen. Facelift soll jetzt irgendwie 16,5 will er haben fürs Auto mit dem ganzen Zubehör. 3 Sätze Scheinwerfer sogar noch, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Jedenfalls gucken wir uns die Kiste jetzt an. Ich hoffe, wir können da gleich mitdrehen. Jedenfalls sind Yannick und ich jetzt unterwegs. Wir sollten in 35 Minuten da sein. Und weil das jetzt auch eine etwas längere, was heißt eine längere Fahrt, 130 Kilometer von uns. Und das Wetter passt tatsächlich auch. Es ist trocken, wir haben 10 Grad. Und wir haben ja die ganzen M5 sind ja alle angemeldet, aber alle auf Sommerreifen. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch mit unserem roten auch zu fahren. Wobei es da auch noch einen anderen Background gibt, weil mein M50D hat 2 Injektoren kaputt. Wir haben uns 6 neue Injektoren bestellt. Ich habe gesagt, ey, jetzt reicht's, weil wir haben schon ein paar getauscht. Und was schätzt du, was eine Einspritzdüse kostet? Eine, der hat 6. Oh, ich glaube, ich liege da richtig schief jetzt, ne? 250? Nee, 460 Euro. Eine. Ja, und jetzt 6 Düsen. Wir haben schon Partikelfilter neu gemacht. Gut, wir haben ja noch einen Motorschaden gekauft, aber ey, so eine nervige Scheiße einfach. Ich habe auch langsam schon keinen Bock. Meine Freundin hat Angst, mit dem zu fahren. Echt jetzt? Ja, M50D, echt eine Katastrophenauto. So zum Fahren mega geil, hat voll Leder und allen Zip und Zap, jeden Scheiß. Steht mehr als er fährt. Das ist echt scheiße. Deswegen ist es einfach auch so schön mit dem. Ich habe vorhin das Video gesehen vom Jean-Pierre Zimmer. An der Stelle schöne Grüße auch. Ich musste noch zurückrufen wegen den 156er Teilen. Und er hat einen SLS gemacht und er sagte, ja, wir waren auf Probefahrt und er ist ja auch diese 156er Motoren, diese 6.2er V8 AMG. Scheint ja seine Passion total zu sein. Und bei mir ist es der Motor M5. Ich habe dann wirklich gedacht, ey, Alter, den Pin, den du im Kopf hast mit den 6.2ern, den habe ich mit dem Motor. Und genauso wie er es gesagt hat, dieser Klang, wenn du beschleunigst, das hast du hier einfach auch. Wir fahren jetzt im 5. Gang. 100, 4, 3. So, und jetzt pass auf. Sporttaste. Und jetzt halt fest und jetzt hört einfach zu, wie geil es klingt, wenn er einfach ausdreht, wie bissig das Ding ist. Und das Auto ist von 99. Oh scheiße, hier ist noch ein bisschen feucht, aber egal, wir machen es jetzt einfach mal. Ist das geil? Zack, 200. Ja. Ein bisschen anders als im Z8, ne, weil die Kiste ein bisschen besser gedämmt ist. Aber dieser Klang von dem S62 Motor ist einfach mega geil. Das müsste ich mir eigentlich vom Schlafengehen immer anhören, dann will ich auch nicht mehr so viel mit den Zähnen knirschen. So, also jetzt noch mal ganz kurz zu der Geschichte von dem Auto. Wir waren jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Vom Autosound hier. Vom Autosound. Ja, der Kerl, dem das Auto damals gehörte, hat die Karosserie im Grunde schon wieder hingestellt. Aber der Vorderwagen ist noch nicht lackiert. Stoßstange ist noch nicht montiert, Scheinwerfer sind noch nicht montiert. Und er hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was er für ein Business hat, aber durch die ganze Corona
Mahana. Ich kann es auch langsam nicht mehr hören, ehrlich. Ja. Ist ihm scheinbar die Kohle ausgegangen und er hat das Auto an jemand anders verkauft. Und nach der Google-Adresse, zu der wir jetzt fahren, da ist ein kleines Autohaus. Und der Kerl hat die Kiste wahrscheinlich, vielleicht sagt er uns auch gleich, ich würde schätzen für zwischen 12 und 13 gekauft und jetzt will er schnell einen Schnapper machen und irgendwie 3,5 Mill in die Tasche stecken. Ja. Und so, das war es jetzt auch abschließend ganz kurz zu dem Background, zu der Vorgeschichte. Jetzt sind wir auch tatsächlich schon in Niederland. Ja, jedenfalls sind wir gleich da, vielleicht gibt es dazu gleich was und ja, viel Spaß damit. Also was hast du jetzt gesagt? Airbags hast du getauscht? Ja, die Airbags habe ich getauscht, ja. Ja. Aber okay, komisch, dass der auf der Seite einen bekommt und die Airbags kommen raus. Das hat zu machen mit dem Sensor, wenn das ja, klar. Platz macht, dann kommen die raus. Ja gut, Felgen hätte ich noch da, das ist das Problem, aber... Habt ihr den vermessen? Nee, ich habe nichts gemacht, so. Weil man sieht, dass der hier das alles eingesetzt hat, ne? Deswegen rostet das auch hier alles. Hier gibt es auch einen Kurzschluss. Boah. Üble Nummer, siehst du hier, der Kotflügel passt auch gar nicht, ey. Hier von den Löchern, den kriegst du gar nicht drauf. Also dann ist der wahrscheinlich schief, ne? Weil der lohnt sich eigentlich fast mehr die Kiste zum Schlachten zu kaufen als zum Aufbauen. Weil Aufbau ist, der legst du nachher nochmal einen 10er drauf. Ich habe gefragt, wenn ich ihn wegbringe, ja, komplett innen draus lackieren, zwischen 5 und 6. Ja, aber du musst erstmal, auf die Richtbank so, normalerweise. Ja, so, der stellt er rauf, der misst dann nach und dann komplett Kotflügel alles ab. Der hat hier unten auch geschweißt, siehst du? Was er mir gezählt hat, ist hier, die hat den Schlag gehabt, ist das. Ja, deswegen hat die Tür auch was abgekriegt. Ja. Ja, innen kann man wieder ein bisschen hinkriegen, das ist nicht das Problem, weil die Sitze sind nicht gerissen, die kannst du schön sauber machen. Färben, na, aber Scheiben muss neu und alle 4 Felgen sind tot, ey. Die hat er wahrscheinlich irgendwo ganz billig bei Kleinanzeigen sich auch geschossen. Weil hier passt das auch alles nicht, ey. Das muss man alles machen, ey. Wie viele Leute haben sich schon gemeldet? Das sind, glaube ich, 80, 90 Leute. Echt jetzt? Kann ich lassen sehen. Der alte inseriert für mich, das in Deutschland. Also auch hier inseriert? Oder nur in Deutschland? Nee, hier auch, aber in Deutschland. Aber hier, musst du kicken. Mehr dann 80, 90 Scheiße, ey. Ja, ist schwierig, ey, für den Kurs, weil da Türen haben sie auch schon lackiert, weil die Leiste ist auch schon so schief. Darum sage ich, wenn ich ihn fertig mache, das ist ihn komplett. Ja, aber deswegen sage ich, wenn du den schön machst, brauchst du einen 10er. Ja, mit allen Teilen, alles dabei, die Innenseite. Ja, und dann kannst du ihn auch schon fast komplett lackieren. Ja, dann kannst du Schiebedach rausnehmen, Scheiben rausschneiden. Ja, aber das musst du sowieso machen. Die Scheibe muss raus und dann innen draus. Weil du musst auch das Heckblech zum Teil ersetzen, weil den rauskriegst du nicht mehr. Nee, musst du, wenn das nicht durch ist, ausstrahlen, aber... Wie viel Luft hast du noch? Weil jeder, der kommt, wird dir das gleiche erzählen. Nee, das ist auch, aber ich bin fair. Guck mal. Ich habe das Hochgebot jetzt 12 haben. Wie viel? 12.500, das ist Hochgebot jetzt. Sofort kommen gleich. Der sagt, du brauchst ihn nicht zu sehen, dann mache ich das Geld über, komm ihn abholen. Ich sehe den ehrlicherweise höher als 12,5. Ja. Deswegen sagen die auch, ich komme blind und nimm die Scheiße mit. Guck, ich weiß auch, der Motor, ich habe auch verschiedene gehabt und ich weiß, wenn der kalt ist und der das ist Vanos, ja. Und der darfst du anziehen. Ich habe im Lager 7 Motoren davon schon. Aber die erste alle Oli so. Ich hatte eine, da muss ich jedes Mal, wenn ich gehe tanken, muss ich 1 Liter Öl. Jedes Mal 50 Euro Öl und 100 Euro Benzin. Ja, du, der ist. Ich hätte es schöner gefunden, wenn die Airbags nicht rausgekommen wären. Aber der wird den Treffer hier vorne reingehabt haben. Und das ist halt die Frage, wie sieht es unten im Radhaus tatsächlich aus? Ja. Ne? Und da kann es am Ende auch sein, dass du den vielleicht hier nur mit einem Teilersatz auf die ganze Seite machen kannst. Es ist zwar schön, dass das Haub- und Kotflügel drauf sind, aber den Kotflügel nicht aus Spaß drauf gemacht, sondern dass man nicht viel sieht. Aber die Aufgabe, ja. Aber ja. Weißt du, er ist so, was er ist und ich weiß, ja, gut. Ja, hier steckt einfach viel Arbeit dran, ey. Innen hätte ich ihn sogar schlimmer erwartet. Ich dachte auch, die Türverkleidungen sehen schlimmer aus. Und dann so, PSD, Sport und Rollo hinten. Ja komm, sag was, wenn wir uns jetzt einigen... Sag, was dein Preis ist und gucke, was wir rauskommen.
Du, ich würde dir dafür zahlen 13,2. Weil es ist viel. Ja, ich weiß. Du kannst vielleicht, wenn du dich noch mit 10 anderen Leuten triffst, bietet dir vielleicht einer 14. Aber wenn es geht es. Weißt du, wenn ich meinen Gewinn habe, wenn wir Abgänge Du machen. sollst auch deinen Gewinn haben. Wenn wir das Abgänge machen für 14, dann kannst du die Teile alles mitnehmen, dann ist für mich. Ja, das Problem ist ja, viele gute Teile sind nicht dabei. Ja, gut, die Tür. Weil du siehst, der hat einen ganz normalen Benziner genommen, billig gekauft. Ja, da haben sie dabei. Ja. Danke. Weil ich werde das nehmen und in die Tonne schmeißen. Ja. Ne, Kotflügel zum Beispiel brauche ich jetzt sogar noch einen, weil wir gerade auch einen M5 haben, der 3,5 Jahre stand, mal als Motor und Technik, alles komplett und der kriegt auch Aber viel. du weißt, wie das ist, wenn ich ein Kleinmädchen muss haben oder wo ist dann das... hier, das ist noch von der originalen Stoßstange. Siehst du, so viel hat er vorne Ja, nicht aber das gehabt. kann gar nicht von der Originalen sein, weil diese Leiste haben nur die Autos mit M-Paket. M5 hat immer das hier. Und die Mistlampe dabei. Ja, du weißt, wenn du einen neuen musst holen, etwas von Kunststoff oder so, du weißt, 100 hier, 50 da, 50 Ich hab halt den Vorteil, ich habe noch viele Teile, weil ich schon 2 davon zerlegt habe. Ich habe auch ganz billige gekauft. Ja, und mir die Motoren ins Lager gelegt und nach einfach das Zeug. Weißt du, was ist? Und das ist auch ich mag auch mit den Porsches und so. Auf Gegenmoment ist alles auf. Du findest das nicht mehr. Aber wenn ich M3 E36 suche, findest du nicht mehr. Nein. E46 ist halt schwierig. Ja. Alles, was die Leute, das Geld bekommt nichts auf der Bank, das die machen einmal, ja. Das finde ich Absolut. macht Spaß davon. Da musst du ehrlich zu mir sein, das Rathaus hat er nicht schön gemacht, ne? Nee, das ist auch nicht schön gemacht. Das Darum habe ist ich auch nicht gesagt, ich baue das ab und ich will das gut machen. Weißt du, das sieht nicht aus. Weil du weißt selber, du kennst das von den alten Kisten, wenn du irgendwo Scheiße machst, du wirst nachher, wenn du das Auto verkaufen willst, Kaufst du nicht. Nein. Du kannst besser bisschen, ich sag mal, Mehr investieren. 1000 mehr investieren, das gut ist dann. Ja, absolut. Und für das Schweiße gut oder schlechte Schweiße kostet es nicht so viel Arbeit. Aber die meisten, die meinen, oh, ich mache das einfach. Das aber das geht nicht, das musst du gut machen. Schön ist, dass die Stoßstange dabei ist. Gut, Scheinwerfer sind sowieso tot, alle, die da drin sind. Ich will das Auto auch gar nicht schlecht reden. Ja, aber das ist wie es ist. Ja, das sehe ich Absolut, auch. absolut. Also was sagst du, 14 musst du haben? Ich kriege, denke ich, vielleicht, die sind die Code quite. In Holland musst du das überschreiben. Bei euch geht es an der Straßenverkehrsamt. Ich gehe bei uns einfach, ich habe den roten in Finnland geholt, aber der war schon mal in Deutschland. Ah, so. Und dann brauchst du das COC. Ja, und dann musst du beim TÜV dann auch die Abnahme machen und dann kannst du anmelden. Kannst du anmelden, ja. Aber hier in Holland, da muss ich Ausfuhr machen. Ja. In Deutschland, wenn der abgemeldet ist, kannst du weggeben. Aber hier musst du Ausfuhr machen, die holländische Platte wird eingezogen und dann kriegst du einen Brief dabei und dann kannst du anmelden in Deutschland. Gut, das würde aber bedeuten, ich kann den zum Beispiel am Wochenende noch gar nicht abholen. Ja, vielleicht, die haben angefragt, die haben neue Code angefragt. Ich denke, was ist heute, Dienstag, ich denke Donnerstag oder so vielleicht schon hier. Guck mal, dann würde ich eigentlich, ich brauche gleich noch mal 5 Minuten, aber ich denke, ich werde mit den 14 klarkommen. Kannst du mir dann einen Kaufvertrag machen? Ich schicke dir gleich direkt online 500 schon mal als Anzahlung. Ja, ist gut, ist kein Problem. Ja. Dann mach ich Und dann das. schicke ich dir auch noch ein paar Bilder. Ich habe auch die Teilenummern, Listen von den Köpfen. Okay. Vielleicht kannst du sogar sagen, ey komm, wir machen die Köpfe und du zahlst noch was drauf. Keine Ahnung. Dann hast du was davon für deine Autos. Weil du hast mehr Porsche als ich. Weil wir haben aufgehört, Porsche zu machen. Und vielleicht hast du da mehr von. Du hast vielleicht auch sogar die Kunden dafür. Freunde, Bekannte. Ich selber mache nichts mit Motor, das stehe ich aus immer. Ja. Aber vielleicht, dass der Mann da Interesse Klar. hat, kann er gucken. Weil bei mir liegen die seit 2 Jahren und die packt keiner an. Nee. Du musst jemanden haben, der da etwas mit kann machen. Absolut. Gut, Längsträger hat er aber nicht ersetzt, ne? Den langen Hier hier. ist der, glaube ich, das alte, was der... Nee, das ist nur der Radträger. gemacht hat, oder? Aber Achse haben die komplett gemacht oder nur Querlenker? Und Radträger, weißt du nicht, ne? Ich habe es gestern so aufgeholt. Ich habe gleiche Bilder gemacht auf... Von innen die Sitze, die kann man noch schön machen. Wie gesagt, die sind alle ein bisschen hart, muss man nachfärben. Gut, hier ist ein Loch drin. Was hatte der jetzt gelaufen? 250. 2,50 sogar. Kann er mal starten? Kannst du mal starten? Kann ich den Motor anmachen? Ja, kannst du anmachen. Wie viele Schlüssel hast du? 2. Die Bücher sind dabei, die sind in Was hast du dabei? die Bücher, die Service. Okay. Steht auch der neue Motor abgemeldet.
Ach, der hat den Motor schon mal bekommen. Hat man einen neuen Motor bekommen. Aber bei BMW oder woanders, weißt du das? Ja, ich denke, dass du vielleicht die Firma kennst. Was ist das denn hier alles? Ja? Noch weiter hinten. Das ist BMW oder? Der ist immer Holland, ne, gewesen. BMW, ja, das ist Kera hier, das ist in Kerkrade. Ja. Und dann kriegst du Auto Schulz. Ich weiß nicht, kennst du den? In Geilenkirchen, das ist auch gar nicht weit weg. Aber das sagt mir gar nichts, ey. Ich glaube, der Mann ist der erste Eigentümer gewesen. In Deutschland? Ja. Aachen. Also immer hier in der Ecke gelaufen, das immer Auto. hier in die Ecke gelaufen. Und hier steht AT-Motor und Kupplung. Das ist 98, das ist auch bei die Firma Aber danach hat er nichts mehr bekommen, also 122. Ja, du, ich nehme den und dann werden wir den inspizieren mal auf der Bühne. Und wenn es sich lohnt, da wirklich noch einen 10er zu investieren, ja, damit das Auto nachher 24 kommt, dann hat es sich gelohnt, wenn der von unten komplett tot ist, weil die haben ja auch dann, gerade auch die 2001er, viel Probleme auch mit Rost gehabt und sowas alles. Dann zerschlachten wir den halt einfach, weil dann musst du zu viel investieren. Ja. Weil so ein Auto muss doch nachher sauber sein, ne? Wenn du irgendwann für Geld verkaufen willst. Das muss gefüllt sein. Ne? Ja, ja. Boah, hier sieht ja auch gut aus, ey. Aber trotzdem schon Rost. Und originale Auspuffanlage, weil auf den Bildern sah es ein bisschen aus, als hätte er andere Rohre. Ja, ja, originale Anlage. Anhängerkupplung, echt? Ja, hat er. Hat er. Du siehst das hier an der Klappe? Ja. Guck mal hier. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht geguckt, das siehst du. Ja. Ja, komm, dann mach einen Kaufvertrag fertig. Ja, ist gut. Oh, scheiße. Hier ist noch der alte Spiegel, ne? Ja, der war auch. Ja, der ist tot. Gut, dann muss ich aber noch zusehen, dass ich... Ja, wir gucken uns das einfach ganz in Ruhe an, Ich ey. glaube, das Kabel ist auch noch irgendwie dabei. Ja, aber bei meinem 5 ist es anders als bei einer normalen Limousine. Ja, ist Bei dem 5 hat die Batterie in der Mitte, die Limousine hat die rechts. Ja. Aber genauso wie bei dem blauen, den wir gerade haben, ne? Heckklappe komplett verrostet, ey. Ja, hey, okay, komm, machen wir einfach. Machen wir einen Haken hinter, ich denke, Preis ist okay. Und dann Wie schön der da steht. mega, ne? Wenn du so einen sauberen hast. Ja. Im Vergleich zu dem jetzt. Auto haben wir gekauft, 16,5 wollte haben, 14 haben wir jetzt bezahlt. Für 14 so eine Kiste, ich meine, ich habe letztens irgendwo mal einen für 11 geholt, der komplett am Arsch war. Den habe ich direkt wieder fürs gleiche Geld auch wieder abgegeben. Oder 12, 12,4, irgendwie sowas bezahlt. Und im Vergleich dazu ist die Kiste halt deutlich besser. Und wir haben hier trotzdem noch eine Möglichkeit, selbst oder gerade bei dem Kurs, dass selbst wenn die Kiste nachher in einem Rathaus tot sein sollte, rufen wir noch kurz einen Artyom an, fragen so, was er dann für den Ersatz des Rathauses haben muss, und dann werden wir die Kiste einmal komplett lackieren. Von innen ist er tatsächlich gar nicht mal so tot, muss ich sagen. Trotzdem schon übel, ne? Aber das Coole ist, er hat bei 98 hat einen AT-Motor bekommen mit neuer Kupplung. Aber gut, Kupplung ist bei dem sowieso, kannst du eigentlich wechseln wie Öl. Also ich glaube, für 14 war das ein guter Schuss. Mhm. Jedenfalls für euch halt wieder. S62-Content. Es kommt gerade auch wirklich. Alter, irgendwie, ich weiß nicht, ich würde gerne so viel anderes Zeug auch mal drehen. Mhm. Aber der Kerl war entspannt, ne? Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, ich wollte noch fragen, so was hast du tatsächlich bezahlt, aber das mache ich nur per WhatsApp, das wird ganz interessant. Mhm. Weil wenn er uns die Kiste jetzt schon für 14 abgegeben hat und Angebote hatte, blind für 12,5, dann kannst du davon ausgehen, dass der den Hobel für 8 bis 9 gekauft hat. Was schon echt gut ist, ey. Was sehr gut ist. Den könntest du für 8 oder 9 inserieren. Und er hat ja heute auch schon gesagt, der hatte 80 bis 90 Anfragen. Hat er auch gezeigt, glaube ich, dir. Hat er am Handy tatsächlich gezeigt. Und es war wirklich extrem viel. Und wir sind jetzt einfach hier rüber gefahren. Und selbst wenn die Kiste nachher Müll sein sollte und wir haben da keinen Bock drauf, dann schießen wir die wieder für 14 ab. Das wird 2 Tage dauern und das Auto verkauft. Das Einzige, was wir dann vielleicht haben, ist ein bisschen Transport. Aber das Coole ist tatsächlich, wir haben noch eine originale Stange dabei. Wir haben noch einen kompletten Frontträger mit originalen Scheinwerfern. Die anderen 2 Sätze Scheinwerfer waren voll am Arsch. Da kannst du auch nichts mit anfangen. Ist sogar zu schade, um die Mülltonne damit zu füttern. Das ist unnötiger Müll. Viel von dem Zeug nehmen wir tatsächlich auch gar nicht mit, weil es sich einfach nicht lohnt. Weil er scheinbar irgendwie eine ganz normale Limousine
der Kerl, der es vorher gemacht hat, eine normale Limousine gekauft hat, zerschlachtet hat und dann ja, für Türen und so weiter. Aber das Coole ist, wir haben jetzt Türen und Kotflügel für unseren blauen. Ja. Ohne was tatsächlich dafür bezahlt zu haben, weil das Beifang ist bei dem jetzt. Und deswegen ja, haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, haben im Grunde für Lau Karosserieteile für den blauen und haben noch einen M5 für 14 gekauft. Zwar klar jetzt mit schlecht repariertem Unfallschaden, aber da sage ich immer wieder, besser als der Le Mans Blau, der schlecht gemacht war, jetzt können wir es selbst machen. Das Coole war, wir konnten den Motor gerade auch starten, klang auch super und selbst wenn man am Ende zerschlachten, dann liegt der Motor wieder für Lau im Regal. Ja. Egal wie du es jetzt drehst und wendest, denke ich, es war ein guter Deal. Ja. Weil er hat jetzt noch nicht den Eindruck gemacht, ich meine klar, jetzt können die Leute wieder kommen und sagen, der Italiener damals war auch auf den ersten Blick okay. Ja, aber der Italiener wollte uns auch ein Auto, was er für 45 inseriert hatte, hat uns dann für 37,5 verkauft und es kam auch über Nico, über einen meiner besten Freunde. Deswegen habe ich auch gar nicht so da drauf geguckt. Und auch bei der Kiste, ich meine, der steht da wie Hulle einfach, ne? Ja. Aber der Einstiegspreis ist gut, das Baujahr ist gut und die Historie ist jetzt auch nicht ganz so beschissen. Also das wird im Grunde eine ähnliche Baustelle werden wie der Blaue, den wir gerade auf der Bühne haben. Für 14 ist okay. Ich hätte ihm auch die 16,5 gegeben tatsächlich. Aber 14 war von ihm fair und finde ich auch fair. Im Grunde 2,5 unter dem Angebotspreis. Ja. Der guckt die ganze Zeit, immer wenn er stehen bleibt, guckt er in den Spiegel, weil er hier dein wie nennst du das nochmal? Fuchsschwanz, Katzenschwanz. Dead Cat nennt man das. Dead Cat, ja, Dead Cat. Der sieht deinen Dead Cat in seinem Rückspiegel und guckt die ganze Zeit, immer wenn er steht, was wir hier machen. Also, wir düsen jetzt wieder ab nach Hause. Es ging jetzt auch ganz schnell, war eine halbe Stunde. Ja, hey, viel Spaß damit. Sagt einfach mal, was ihr davon haltet, auch von der Art und Weise, wie wir das jetzt machen. Also wieder im Grunde unterwegs sein, gucken, wo kann man noch was schnappen, wo kann man was finden. Weil das war jetzt im Grunde ja auch wieder ein Schnellschuss, ein Abenteuerchen. Ich würde sagen, hier 20 Minuten direkt Auto gekauft. Ja, 20 Minuten, zack, durch. Ja. Und ob euch das gefällt vom Konzept her, wird mit Sicherheit immer wieder mal sowas kommen, weil ich immer die Augen aufhalte und immer wieder suche nach irgendwas und ja. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wir geben jetzt Gas. In dem Sinne, tschö von meiner Seite aus. Sag du auch noch tschüss? Ciao hier. So, Feierabend.